Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Endlich nach der langen Sommerpause, in der wir hier unseren Garten gemacht haben, auch natürlich im Urlaub waren und dann hier ganz viel hinter den Kulissen auch gearbeitet haben. Und wir starten heute mit einem neuen, ganz einfachen, aber doch raffinierten, schönen Apfelrezept. Ich habe ihn in den letzten Wochen mehrfach gebacken und verfeinert und will euch heute jetzt die finale Variante vorstellen. Ihr braucht dazu säuerliche Äpfel. Bei uns sind das die aus dem Garten. Ihr seht es vielleicht hier hinten, die habe ich heute Morgen vom Baum geerntet. Ihr könnt einfach auch Cox Orange oder Boskop aus dem Laden nehmen oder vom Wochenmarkt. Dann gibt es einen leckeren Ruhrteig, in dem die Äpfel sozusagen gebettet werden und eine wunderbare Schmanz-Sahnekrone mit Mandelblättchen. Also Leute, das ist einfach super lecker und passt genau zu Spätsommer und Herbst. Wie immer findet ihr natürlich die Zutaten und das Rezept zum Ausdrucken bei mir auf dem Blog. Ich verlinke euch den gern hier oben auf dem kleinen i und hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung findet ihr auch nochmal alles Wichtige aufgelistet. Auch den Link zu meinem Shop, wo ihr alle wichtigen Zutaten und Utensilien für meine Rezepte bekommt. So, ich verwende hier meine 26er Springform, die ist emailliert und man kann auf ihr auch servieren. Deswegen nehme ich die ganz gern für so einen einfachen Kuchen. Einfach gerade die weiche Butter hier verstreichen mit dem Backpinsel oder einfach mit den frisch gewaschenen Händen. Macht Spaß und das darf man, da müsst ihr keine Angst haben. Habe ich so von meiner Oma übrigens gelernt. Die hat es immer so gemacht, ganz selbstverständlich. Da gab es kein Spray oder sowas, da gab es einfach nur die Finger, die natürlich gewaschen waren, und die gute Butter. Einmal schön alles einstreichen. Dann kommt noch ein wenig Mehl hinein. Und das können wir dann einfach hier in der Form verteilen, sodass ihr überall schön alles bemehlt habt. So ist die Form perfekt und so stellen wir sie uns gerade beiseite. Und dann habe ich mir die wunderschönen Äpfel bei mir aus dem Garten heute Morgen frisch geholt. Ungefähr 1 Kilo brauchen wir für dieses Rezept. 1 Kilo säuerliche Äpfel. Ich werde sie jetzt gerade alle abwaschen, schälen und dann entkernen. Das ist die Vorbereitung und dann können wir nachher richtig zügig durch das Rezept starten. Abgetrocknet sind sie, aber bevor wir jetzt mit dem Schälen loslegen, werde ich mir noch die Zitrone vorbereiten. Einmal schön abreiben auf ein Tellerchen. Und zwar deswegen, weil ich den Saft benötige, um einfach die Äpfel zu beträufeln. Vielleicht auch gerade mal noch so ein bisschen rollen, damit sie sich ein bisschen besser dann auspressen lässt. Einfach so ein bisschen hin und her rollen und dann abreiben. Nur das Gelbe möglichst nicht bis zur weißen Schale durchreiben. Einfach, weil die weiße Schale immer so ein bisschen bitter schmeckt. Und wir wollen nur das Zitronenaroma, aber möglichst nicht das Bittere. Ich verwende Bio-Zitronen, damit ich einfach keine Pestizide mit in meiner Torte habe oder in meinem Kuchen. So, Zitrone ist abgerieben, können wir gerade beiseite stellen. Und die Zitrone jetzt einmal schön auspressen, dass wir den Saft haben. Die andere Seite auch noch. Sehr schön. Und die Äpfel jetzt einfach gerade schälen und dann entweder sozusagen ausstechen, das Kerngehäuse, oder sie einfach in dünne Scheiben schneiden. Ich mache immer das Letztere. So, und jetzt könnt ihr entweder hier das Kerngehäuse ausstechen mit einem Apfelausstecher oder einfach hier ganz normal vierteln und dann entkernen. Und die Äpfel in dünne Scheiben schneiden. Dann schneide ich sie einfach hier schön dünn in Scheiben. Dünne Scheiben einfach deswegen, weil sie dann besser durchgaren in der Zeit, in der wir backen. Und wenn sie zu dick sind, bleiben sie noch zu fest, für meinen Geschmack zumindest. Wenn ihr sie lieber fester haben wollt, dann lasst ihr sie etwas dicker. So. Und ich mache das jetzt so, dass ich immer so ein bisschen was von der Zitrone hier drüber träufle und ein bisschen vermenge, dass die Äpfel schön hell bleiben.
Das mache ich jetzt mit all meinen Äpfeln. Jetzt habe ich auch endlich meinen guten Schäler wieder gefunden. Da geht das ein bisschen schneller als mit dem anderen, mit dem Keramikschäler. Und dann sehen wir uns wieder zur Teigzubereitung. So, fertig ist die riesige Schüssel voller Apfelschnitze. Einmal schön umheben, dass die Zitrone überall an die Äpfel drankommt. Dann stellen wir die beiseite und kümmern uns um den Teig. Jetzt können wir für den Teig die weiche Butter und den Zucker in eine Schüssel geben. 100 Gramm weiche Butter. Ja, könnte noch ein bisschen weicher sein. Ich hatte sie jetzt aber eine Stunde draußen stehen. Und den Zucker, 150 Gramm. Und dann gebe ich auch schon einen Teelöffel Vanilleextrakt hinzu. Ungefähr einen Teelöffel. Und rühre mir das alles miteinander schön cremig. Sehr schön. Kann auch ruhig noch ein bisschen länger sein, also dass wirklich der Zucker sich schon ein bisschen auflöst. Aber ich gebe jetzt auch schon mal das erste Ei dazu. Und zwar verwende ich 4 große Eier. Nacheinander dazugeben und jedes Ei sehr schön verrühren. Natürlich zwischendurch runterkratzen, dass wir alles mit reinrühren können. Das nächste Ei dazugeben und immer so weiter, bis wir 4 Eier hinzugegeben haben und alles wirklich richtig schön kräftig verrührt haben. Das darf ruhig so 10 Minuten Rührzeit sein. So, sehr schön. Jetzt das Grad beiseite stellen und in eine weitere Schüssel gebe ich 250 Gramm Mehl. Dazu ein Päckchen Weinstein-Backpulver. Wenn ich jetzt normales Backpulver verwenden würde, würde ich vielleicht nur das halbe Päckchen verwenden, weil es sonst immer so rausschmeckt. Gerade ein bisschen miteinander schön verrühren. Und ja, Prise Salz natürlich nicht vergessen. Sehr schön. Dass wir eine schöne Mehlmischung haben. Haben wir noch was vergessen? Ja, wir haben noch was vergessen, nämlich unser Zitronenaroma. Das kommt jetzt gleich auch noch unter die flüssigen Zutaten. Das gerade noch beiseite stellen. Dann haben wir hier unsere Masse. Da haben wir ja uns ja die Zitronenschale abgerieben. Die kann jetzt hier einfach dazugegeben werden. Das gibt dem Teig einen wunderbaren, schönen, feinen Geschmack. Dann kommt das Mehl hinzu und wird einfach noch kurz mit eingerührt. Kurz rühren. Vorher dürft ihr lang. Ein Rührteig besteht immer daraus, dass man die Butter, den Zucker und die Eier lang rührt und das Mehl und Backpulver und Salz kurz, ganz kurz. Sonst wird der Teig eventuell zäh oder glitschig. Also kurz. Nur so lange, bis alles Mehl gut verrührt ist. Dann können wir schon aufhören zu rühren und gehen nachher nur noch mal mit dem Spatel drunter her, dass wir auch alles von der Seite mit drin haben. So. Und da seht ihr schon, ein wunderschöner Rührteig ist entstanden. Gerade noch schauen, dass sich alles gut verbindet. Auch am Boden der Schüssel. Manchmal kommt man da nicht so gut hin. Und so sollte er sein. Reißend vom Löffel fallen. Im Hintergrund heizt übrigens mein Ofen schon vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Dann können wir unseren Teig eigentlich auch schon in die Form geben. So, unsere Form hatten wir uns ja schon vorbereitet. Der Teig ist fertig und er darf jetzt hier einfach hineingegeben werden. Ja, ich kann nicht mehr ohne sie. Ich finde sie einfach genial. Früher habe ich immer Paletten benutzt, aber jetzt liebe ich meine Streichhilfe. Es ist einfach ein so schönes Werkzeug. Schön glatt streichen. Ein richtiges, schönes, nützliches Schmuckstück. Jetzt kommen unsere Äpfel und die können wir jetzt einfach hier so drüber geben. Entweder ganz ordentlich oder, weil es so viele sind, einfach drüber schmeißen sozusagen. Das ist so ein bisschen euch überlassen. In dem Fall schmeiße ich jetzt mal. Ich habe den Kuchen jetzt wirklich sehr oft gemacht in letzter Zeit für die Familie, für Feiern am Wochenende. Und er war immer schnell gemacht und ist einfach perfekt für die vielen Äpfel, die ich jetzt gerade im Garten habe. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Kuchen auch noch ein bisschen abwandeln, zum Beispiel indem ihr hier ein bisschen Zimtzucker drüber streut oder die Äpfel ziehen lasst in Zimtzucker. Oh, und ich habe noch was vergessen. Das macht man eigentlich vorher, das könnt ihr dann machen oder auch nicht. Wenn ihr Rosinen liebt,
Dann könnt ihr die Äpfel mit Rosinen ziehen lassen. Ich werde sie jetzt einfach gerade noch drüber geben, denn ich hatte sie bereitgestellt, aber eben jetzt beim Drehen im Eifer des Gefechts liegen lassen. Und zwar habe ich die sogar eingeweicht gehabt. Tja, und dann müssten sie eigentlich natürlich mit den Äpfeln einweichen. Einfach in ein bisschen Rum oder Amaretto oder was ihr wollt, was ihr da habt, einweichen lassen. Den Amaretto gieße ich mir gerade ein bisschen ab. Und dann nehme ich mir hier die gezogenen Rosinen und streue die noch so ein bisschen dazwischen. Und wie gesagt, das könnt ihr auch gerne so machen, dann ist es einfacher, dass ihr die gleich über die Äpfel gebt. Dann können die schön damit ziehen. Hier habe ich 60 Gramm Rosinen verwendet. Und den Rum oder Amaretto, den können wir jetzt gleich noch in unseren Guss geben, wenn ihr möchtet. So, und für den leckeren Schmand-Sahne-Guss brauchen wir jetzt 200 Gramm Schmand. Ich habe da auch schon mal Joghurt verwendet, das geht auch. Also das muss nicht unbedingt Schmand sein. Schön abgetropfter griechischer Joghurt, schmeckt auch sehr lecker. Hinzu kommt die Sahne, 200 Milliliter Sahne oder 200 Gramm Sahne vielmehr. Dann benötigen wir etwas Zucker, 40 Gramm nehme ich hier. Und ich verwende 2,5 Esslöffel Vanille-Puddingpulver. Das ist so in etwa ein halbes Päckchen. Das miteinander verrühren und ich habe ja noch hier meinen Rum, den gebe ich auch noch hier dazu. Ist absolut optional, müsst ihr nicht, aber finde ich lecker. Und damit sich das Vanillearoma noch schön verstärkt, nehme ich natürlich wie immer noch etwas Vanilleextrakt dazu. Einen Teelöffel ungefähr. Und wer möchte, kann jetzt hier auch Richtung Herbst dann noch ein bisschen Zimt hinzufügen oder andere Gewürze des Herbstes. Und auch ja, an Weihnachten ist dieser Kuchen auch fantastisch. Da nimmt man natürlich dann schöne Weihnachtsgewürze mit in den Guss oder auch in die Füllung. Also da könnt ihr so ein bisschen rumexperimentieren. Perfekt, schon fertig. Wir können den Guss über unseren Kuchen geben. So, ist das nicht wunderschön? Also ich finde schon allein der Anblick der Rosinchen und der Äpfel miteinander, das ist ein wunderschöner Kontrast. Einfach toll. Jetzt gießen wir hier einfach unsere Füllung darüber, möglichst gleichmäßig. Das ist so lecker. Leute, ich sag euch, ich habe jetzt den Kuchen bestimmt, backe ich ihn jetzt das 5. Mal. Und ich habe ihn jedes Mal neu verfeinert und weiter ausgefeilt. Und ich denke, so ist es bisher die beste Version. So, ein bisschen noch in die Ritzen verstreichen. Und wer jetzt ein ganz großer Fan von Schmandsahne ist, der kann natürlich auch die doppelte Menge Schmandsahne zubereiten. Für uns ist es so okay, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, nee, da wollen wir doch noch ein bisschen mehr von der leckeren Krönung obendrauf. Also für uns ist es so perfekt, sagen wir es mal so. So, gleichmäßig. Kann ich vielleicht auch die Streichhölzer nochmal nehmen, dass wir richtig hier schön reindrücken können. Und zu guter Letzt fehlt natürlich noch etwas. Und was fehlt? Natürlich die Mandelblättchen. Ich verwende so ungefähr 80 bis 85 Gramm. Schön fein gehobelte Mandelblättchen. Und ich sage euch, das ist eine Kombination. Dieser schöne Rührteig, diese schönen, saftigen, fruchtigen, süßsäuerlichen Äpfel, dann die Schmanddecke und dann obendrauf noch die Blättchen. Also 5 Gramm kann ich noch mehr nehmen. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich nehme jetzt mal die ganze Tüte. So, sehr, sehr schön sieht es aus. Und nun darf unser wunderschöner Apfelkuchen so ungefähr 40 bis 50 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft backen. So sieht unser Kuchen nach 50 bis 60 Minuten, hat es jetzt bei mir gebraucht, eigentlich 60 Minuten Backzeit aus. Ihr seht es daran, natürlich an der Stäbchenprobe, wenn nichts hängen bleibt. Nur müssen wir natürlich durch die Äpfel durch und da ist das immer nicht so ganz einfach zu sehen. Aber der Teig unten ist durchgebacken, nur hier oben ist es natürlich so ein bisschen, darf es aber auch sein, ein bisschen cremiger. Die Mandelblättchen sind schön gebräunt und hier in der Mitte ist alles schön fest. So können wir jetzt unseren Kuchen wunderbar auskühlen lassen. Am besten auf lauwarm. Lauwarm könnt ihr ihn auch schon probieren. Und dann kann man ihn mit einem Klecks frischer Sahne probieren.
So, der Kuchen ist bei mir vollständig ausgekühlt. Selbstverständlich könnt ihr ihn aber auch lauwarm servieren. Wir holen ihn aus der Form. Und das Gute ist einfach, jetzt können wir hier auf diesem wunderschönen Tablett servieren. Ich habe hier auch schon sauber gemacht, außen mit einem Küchentuch. Und werde jetzt einfach nur noch etwas schönen Puderzucker darüber geben. Das gibt den finalen leckeren Touch. Wunderschön. Ich werde mir noch etwas Sahne dazu schlagen und einen Kaffee kochen und dann können wir probieren. Wunderbar, es gibt etwas Kaffee. Und ich schneide mir ein Stückchen von der leckeren Torte raus. Diese leckere Knusperdecke hier mit den Mandeln, einfach Wahnsinn. Und da kommt unsere leckere Apfeltorte mit Schmandguss und Mandelhaube. Einfach der absolute Wahnsinn. Super, super lecker, fluffig, saftig und knusprig zugleich. Sehr lecker, ich liebe Apfelkuchen. Lasst uns gemeinsam probieren. Schön mit Sahne und ein leckeres Stück. Was für eine Kombination. Sehr, sehr lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Man möchte am liebsten gleich das ganze Stück verputzen auf einmal. Ist eine sehr, sehr schöne Kombination mit dem knusprigen Mandelhäubchen obendrauf, der fluffige Teig und die saftigen Äpfel. Richtig lecker, süß-säuerlich, einfach lecker. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das war mein leckerer Apfelkuchen. Für euch ein einfaches, aber doch raffiniertes Rezept für den Spätsommer und Herbst, aber auch für die Weihnachtszeit, wenn man ihn mit etwas Zimt oder anderen weihnachtlichen Gewürzen verfeinert. Also ich freue mich da schon auf eure Fotos. Schickt sie mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, die Zutaten aufgelistet, den Link zum Shop. Dort könnt ihr alles weitere finden, was ihr so zum Backen benötigt. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin abonniert den Kanal und macht's gut. Tschüss!